Es gibt endlich richtiges Gameplay zu Star Wars Jedi Survivor. Wir schauen uns die ganzen Details an. Außerdem sprechen wir über den kleinen Spoiler, den EA fehlerhafterweise mit in den Trailer eingebaut hat. Freunde, ich bin ein riesengroßer Star Wars Fan und habe auf diesem Kanal schon ein paar Videos zu Star Wars Jedi Survivor rausgehauen. Weitere kommen natürlich, dementsprechend würde sich für euch ein Abo lohnen, aber lasst uns doch mal in den Trailer reinspringen. IGN hatte als einzige Plattform Zugriff auf diesen Trailer und hat uns da was Schönes geliefert. Gleich zu Beginn des Trailers sehen wir natürlich den wunderschönen Planeten und der kommt uns auch bekannt vor, denn das ist der Planet von dem Trailer, den wir schon vor ein paar Wochen bekommen haben. Und dank dem Kommentar von IGN wissen wir, dass der Planet Kobo heißt und wir sehen auf jeden Fall, dass er riesig ist. Die Open World wurde in diesem Gameplay-Trailer wirklich gut dargestellt. Wir sehen einfach die verschiedenen Ebenen der Karte und ich glaube auch alles, was wir hier sehen gleich zu Beginn, können wir auch begehen. Das Besondere an diesem Trailer, das sehen wir durch und durch im Trailer, ist die Vielfalt der Tiere und Lebewesen dort. Wir haben wirklich von Riesenhühnern bis hin zu Dinosaurier-Schildkröten, bis hin zu natürlich Gorilla-Monstern, gegen die wir kämpfen, haben wir wirklich unglaublich viele Tiere hier allein auf diesem Planeten. Natürlich hat Cal Kestis die Möglichkeit, sich in dieser Open World auf verschiedenste Art und Weisen zu bewegen. Eine, die mir sofort aufgefallen ist der Greifhaken, um zum Beispiel Gewässer zu überwinden. Im Vorgänger Fallen Order konnten wir Seilrutschen nutzen, beziehungsweise Kabel heranziehen und dann wie Tarzan über Schluchten springen. Jetzt hat Cal Kestis, zumindest hier in diesem Teil, einen eigenen Greifhaken à la Batman Arkham City. Die Boglinge in diesem Gameplay-Trailer zeigen uns eine weitere Bewegungsart. Wir können an engen Spalten nach oben klettern, wenn wir uns von Wand zu Wand abdrücken. Und wenn wir dann oben sind, können wir eine weitere Fähigkeit nutzen, eine weitere, ich sag mal, Bewegungsart. Wir können uns an der Klippe hängend nach oben katapultieren und einen Gegner, der davor steht, eliminieren. Also so ein bisschen wie Assassin's Creed und da seid ihr auf diesem Kanal ja sowieso richtig. Wir sehen auch zum allerersten Mal das neue Interface von Star Wars Jedi Survivor und da fallen mir gleich 2-3 Sachen auf. Zu Beginn natürlich links unten sehen wir, dass wir 2 Waffen gleichzeitig nutzen können. Zum Beispiel ein Doppelschwert, das einfache Laserschwert oder in der Kombination 2 Laserschwerter und einmal dann das Doppelschwert. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Hier im Trailer wurden zumindest 3 Waffenkombinationen gezeigt. Dann haben wir natürlich über das D-Pad, zumindest auf der PlayStation, haben wir oben wie gehabt das Medikit und unten die Fähigkeit von BD. Die nutzen wir zum Beispiel, um Gegner abzuscannen, das kennt ihr auch schon aus dem Vorgänger. Allerdings gibt es auch eine neue Fähigkeit von BD und zwar das BD Visor, quasi, also das BD Fernglas kann man sagen. Und damit kann man in die Weiten von der Open World reinscannen und gucken, was dort passiert. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass wir diese Riesenschildkröte abscannen und dann auch sehen, wie die heißt. Was wir auch sehen ist, dass wir damit Beacons platzieren können auf der Karte. Das bedeutet, wir können also Marker platzieren auf der Karte, bis zu 5 Stück, die dann im Grunde auf der Holokarte sichtbar sind. Und die ist auch überarbeitet, denn wir haben, wie gesagt, dort Marker, die wir auf der Karte auch sehen und die ist deutlich verbessert, verschönert. Ich fand nämlich die Holokarte in Jedi Survivor, in Jedi Fallen Order, unübersichtlich und gar nicht so gut, um sich zu orientieren. Da gibt es natürlich auch die klassischen Methoden mit den verschiedenen Ebenen, die wir auswählen können. Aber wenn wir mal ganz genau gucken, sehen wir oben, dass dort steht halt der Planet, also in dem Fall Kobo. Allerdings auch ein Reiter vorhanden ist für die Galaxie. Wir können also, und das ist neu, vom Planeten aus die Galaxiekarte betrachten und können uns anschauen, okay, wo müssen wir vielleicht hin, wie viel Prozent haben wir schon die anderen Planeten abgeschlossen, ohne dabei ins Raumschiff zurückkehren zu müssen. Und wenn wir nochmal zurückspringen zum BD Visor, kommen wir jetzt zu einem Story-Spoiler und da muss ich euch ganz klar sagen, wenn ihr diesen Story-Spoiler nicht sehen wollt, nicht hören wollt, dann überspringt jetzt einfach den ganzen Punkt. Ihr habt unten ja einen Time-Marker, den ihr überspringen könnt. Wir sehen, wenn das Visor genutzt wird, dass der obere Bereich geblurrt ist. Es gibt ein Frame, wo wir sehen, was dort hinter steht. Und dort steht Find Grease. Yep, Freunde. Grease werden wir wahrscheinlich sehen und finden. Das war ja noch so unbekannt, weil in dem Trailer, der vor ein paar Wochen rauskam, Grease nicht sichtbar war und wir nicht wissen, ob wir ihn sehen und Merrin zum Beispiel auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob wir sie finden. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall Grease finden. Ein heftiger Spoiler definitiv und es freut mich auf jeden Fall, dass die wieder vereint sein werden, hoffe ich dann mal. Das werden wir noch sehen, wenn es dann wirklich rauskommt, das Game. Ein weiterer Punkt, der jetzt kein Story-Spoiler ist, aber wichtig ist für die Geschichte, ist, dass dort Boglinge vorhanden sind. Boglinge, die gab es eigentlich nur auf Bogano. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es kann auch sein, dass es sie auf Sefu gab.
Aber Boglinge sind auf Bogano und ich gehe mal davon aus, dass es etwas mit der Macht zu tun hat, die auf diesem Planeten herrscht. Könnte also sein, dass Kobo ein Planet ist, der vielleicht einen Tempel besitzt oder der irgendein Machtobjekt innehat, das wir oder das es für uns interessant macht. Und für die Boglinge dann dementsprechend auch. Solltet ihr eine andere Meinung haben, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr jedoch sagt, hey Pascal, das Video ist echt cool gemacht, danke dafür, dann würde ich mich über den Support mit einem Daumen nach oben natürlich freuen. Dankeschön. Wir bleiben immer noch beim Interface, denn im Kampf haben wir auch ein neues Interface und das ist zentral gesetzt. Wir haben dort ganz klassisch in Blau die Ausdauer und darüber, das ist auch neu, in Grau so eine Art Schild- oder Blockleiste höchstwahrscheinlich, die runtergeht, wenn wir Angriffe blocken, Schüsse abwehren und so weiter. Und dann eine ganz neue Sache, die wir dort sehen, nämlich einen gelben Button, einen gelben Bereich, eine Art wahrscheinlich Ultimate-Attacke, die wir hoffentlich auch wechseln können. Es ist in dem Fall jetzt die Machtschockwelle, mit dem Cal Kestis die Zeit verlangsamen kann und seine Gegner in der Umgebung bekämpfen kann dadurch. Und ich denke mal, dass wir diese Ultimate-Attacke wirklich auswechseln können. Das wäre natürlich ein bisschen schwach, wenn es nur die einzige Attacke wäre. Wir sehen im Generellen auch zum allerersten Mal eine Menge Kampf-Gameplay. Wir sehen die neuen Animationen. Einige haben das ein bisschen kritisiert. Ich finde die eigentlich ganz nice. Wir sehen die verschiedenen Schwertstile. 2 Laserschwerter, ein Laserschwert, das Doppellaserschwert. Und sehen auch, dass wir bewegbare Objekte im Kampf nutzen können. In dem Fall jetzt zum Beispiel Felsen oder diese Kugelobjekte, die bei Kontakt explodieren und die Cal Kestis genutzt hat, um die Druiden zu eliminieren. Also da haben wir auch nochmal mehr Möglichkeiten, den Gegner zu bekämpfen und das finde ich klasse. Dabei sehen meiner Meinung nach die Animationen eigentlich ziemlich gut aus. Man kann zum Beispiel Druiden zerteilen, man hat wirklich coole Finisher-Animationen, die Cal Kestis macht. Was wir natürlich nicht machen können, und das ist ja auch so ein Star Wars-Ding, wir können Menschen nicht zerteilen. Gut, das wollen wir natürlich auch nicht, aber das wurde hier natürlich ausgestellt. Aber zumindest ja, B1 und B2 Kampfdruiden können wir zerteilen, also à la Clone Wars, da freue ich mich schon drauf, dann wenn es Ende April losgeht. Und ein neues Feature wurde auch mit angekündigt, naja, nicht richtig angekündigt, aber wir sehen zumindest, dass hier Cal aus einer Kiste Crafting-Material rausholt. Zumindest glaube ich das. Light Metal für BD1 soll das sein. Und wozu braucht BD1 Light Metal? Wozu braucht man Metall? Natürlich, um Dinge zu bauen. Ich kann mir also vorstellen, dass wir noch mehr Crafting-Materialien finden, um zum Beispiel BD zu verbessern, aber auch um unsere Ausrüstung zu verbessern. Und wenn ihr jetzt sagt, hey Pascal, ich möchte noch mehr Details, auch vielleicht mehr zur Geschichte erfahren, dann checkt gerne mal dieses Video hier ab. Da habe ich 25 neue Details aus dem Story-Trailer rausgesucht. Gerade was das Thema High Republic angeht, würde sich definitiv für euch lohnen, mal reinzuschauen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.